Die meisten Männer gehen in die Liebe mit der Vorstellung, dass Einsatz automatisch zu Ergebnissen führt. Sie glauben, wenn sie da sind, treu bleiben, sie gut behandeln und ihr alles geben, wird sie sich für sie entscheiden. Aber so funktioniert das Spiel nicht. Frauen verlieben sich nicht in deine Mühe, sie verlieben sich in das Gefühl, das deine Präsenz in ihnen auslöst. Und wenn du das nicht verstehst, wirst du immer wieder Frauen verlieren, die einmal sagten, dass sie dich lieben. Heute werde ich dir die psychologische Wahrheit zeigen, wie Frauen sich wirklich verlieben. Nicht die Fantasie, mit der du aufgewachsen bist. Nicht das Wunschdenken, an das du dich klammerst. Sondern die rohe, ehrliche Wahrheit, die die meisten Männer erst begreifen, wenn es zu spät ist. Am Ende dieses Videos wirst du aufhören, hinterherzulaufen. Du wirst nicht mehr betteln. Du wirst dich nicht mehr verbiegen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Stattdessen wirst du der Mann, der Liebe ganz von selbst anzieht, ohne darum bitten zu müssen. Lass uns tiefer gehen. Aber ich warne dich. Das wird wehtun. Denn das Erste, was du akzeptieren musst, ist, dass sich die meisten Frauen nie wirklich in dich verliebt haben. Die meisten Männer lieben Frauen so, wie sie selbst geliebt werden wollen. Durch Handeln, Beweise, Fürsorge, ständiges Dasein. Aber Frauen verlieben sich in das Gefühl, das sie in deiner Gegenwart haben. Nicht in das, was du ihnen gibst. Wenn deine Ausstrahlung schwach wirkt, unsicher, emotional abhängig oder orientierungslos, ist es egal, wie treu oder freundlich du bist. Ihre Instinkte lassen sie nicht fallen. Nicht, weil sie herzlos ist, sondern weil ihre Biologie auf emotionales Überleben programmiert ist. Sie muss sich sicher fühlen. Sicher heißt nicht, dass du nett bist. Sicher heißt, dass du dich selbst im Griff hast, deine Emotionen im Griff hast und Herr deiner eigenen Welt bist. Nur dann kann sie sich entspannen und sich in die Liebe fallen lassen. Nicht Blumen, nicht Hingabe, nicht tägliche Guten Morgen-Nachrichten schaffen das. Hier scheitern die meisten Männer unbewusst. Sie werden zum seelischen Krückstock, zum Therapeuten, zum Motivator, zum Sidekick. Immer verfügbar, immer erklärend, immer da. Sie glauben, sie bauen Liebe auf. In Wahrheit steckt sie dich in eine Schublade, in die keine Anziehung passt. Die harte Wahrheit. Sobald eine Frau dich kategorisiert, kommst du da kaum raus. Bist du der Freund, bleibst du der Freund. Bist du der emotionale Mülleimer, hört sie dir zu, während sie jemand anderem ihren Körper gibt. Bist du der nette Typ, wird sie dich schätzen, aber nicht begehren. Nur wenn du dich als vollständiger, geerdeter und unantastbarer Mann präsentierst, kann sie sich in dich verlieben, weil du keine Rolle spielst, sondern eine ganze Präsenz bist. Wenn sie spürt, dass du sie emotional nicht brauchst, wird sie neugierig. Wenn sie merkt, dass sich deine Welt mit oder ohne sie weiterdreht, fängt sie an zu jagen. Wenn sie merkt, dass du Respektlosigkeit, Unverbindlichkeit oder schwache Energie nicht tolerierst, passt sie sich an. Oder sie geht. Und wenn sie geht, war sie nie für dich bestimmt. Missversteh das nicht. Das heißt nicht kalt zu sein. Es heißt echt zu sein. Ein echter Mann hat Wärme. Aber keine billige Wärme. Seine Aufmerksamkeit hat Wert. Seine Energie hat Grenzen. Sein Selbstrespekt gibt den Ton an. Eine Frau verliebt sich nicht in einen Mann, der ihr alles gibt, sondern in einen, der sich selbst nicht verliert, während er gibt. Je mehr du ihre Liebe jagst, desto weniger bekommst du davon, weil sie dann unbewusst spürt, dass du sie über dich stellst. Das bringt das Gleichgewicht zum Kippen, nicht weil sie dich beherrschen will, sondern weil sie sich nicht in ihrer Weiblichkeit fallen lassen kann, wenn du längst unter ihrem Zauber stehst. Das sagt dir keiner. Du wurdest erzogen, nett zu sein, da zu sein, sensibel zu sein. Aber niemand hat dir gesagt, dass sie beginnt, nach dem Ausgang zu suchen,
sobald sich deine emotionale Welt nur noch um sie dreht. Sie will nicht deine Luft sein. Sie will dich einatmen, wenn sie es will, aber wissen, dass du auch ohne sie frei atmest. Darum sind emotional schwer zugängliche Männer oft so fesselnd, nicht weil sie gesund sind, sondern weil sie unbewusst Wert ausstrahlen. Knappheit weckt Verlangen, Ungewissheit beflügelt Fantasie, Distanz verstärkt Bedeutung. Je weniger sie Zugang zu deinem Herzen hat, desto mehr füllt ihr Kopf die Lücken. So entsteht Besessenheit. Heißt das, du sollst absichtlich emotional unerreichbar sein? Nein. Es heißt, du sollst deine Emotionen nicht an Frauen verschwenden, die sie nicht verdient haben. Deine Liebe ist kraftvoll. Deine Energie heilt. Deine Präsenz ist selten. Behandle sie wie etwas, das sich eine Frau verdienen muss, nicht wie ein Geschenk für ein hübsches Gesicht. Dann wird sie sich fragen, warum denke ich so viel an ihn? Warum kümmert es mich, ob er anderen Frauen schreibt? Was hat er, dass ich nicht aufhören kann, ihn zu wollen? Sie wird es nicht aussprechen, aber genau so beginnt es. Und dann kommen die Tests. Frauen testen das, woran sie glauben wollen. Wenn sie hofft, dass du stark bist, testet sie deine Stärke. Wenn sie sich sicher fühlen will, testet sie deine Grenzen. Wenn sie zu viel Verlangen spürt, zieht sie sich zurück, nur um zu sehen, ob du hinterherläufst. Die meisten Männer fallen bei diesen Tests durch, weil sie es persönlich nehmen. Sie werden wütend, emotional, bedürftig. Sie reagieren. Und in dem Moment, in dem du reagierst, weiß sie, dass du nicht der Mann bist, den sie gehofft hat. Bleibst du jedoch ruhig, unbeeindruckt und bei dir selbst, passiert etwas. Sie beginnt dir zu vertrauen, nicht weil du ihr sagst, dass sie schön ist, sondern weil sie spürt, dass sie in deiner Gegenwart sicher ist. Und genau dann fängt sie an, sich zu verlieben. Langsam, tief, leise. Nicht wie im Kino, sondern auf diese weibliche, hingebende Art. Die Art, bei der sie ihren Tag um dich herum plant. Die Art, bei der ihre Gedanken dich langfristig sehen. Die Art, bei der deine Meinung wichtiger wird als jede andere. Aber hier kommt die letzte Wahrheit. Liebe allein reicht nicht. Eine Frau kann dich lieben und trotzdem gehen. Sie kann dich lieben und trotzdem betrügen. Sie kann dich lieben und dich trotzdem testen, bis es zerbricht. Denn Liebe ohne Respekt ist oberflächlich. Liebe ohne Herausforderung ist langweilig. Liebe ohne Sicherheit ist instabil. Du kannst ihr dein Herz geben, dein Geld, deine Zeit, aber wenn du ihr nicht das Gefühl gibst, in der Präsenz eines starken Mannes zu sein, wird sie einen Grund finden, sich zu entfernen. Also hör auf zu fragen, wie bekomme ich eine Frau dazu, mich zu lieben? Frag dich stattdessen, wer muss ich werden, damit ihre Liebe eine Folge meiner Präsenz ist? Denn wenn ein Mann seine Wahrheit lebt, seine Zeit wertschätzt, seinen Frieden schützt, seine Standards achtet, führen kann, loslassen kann, standhaft bleibt und sich weigert, um irgendjemanden zu betteln, dann verlieben sich Frauen. Nicht in sein Aussehen, nicht in sein Geld, nicht in seine Komplimente, sondern in das Gefühl, endlich etwas Echtes gefunden zu haben. Und in einer Welt voller schwacher Männer ist das Seltenste überhaupt.